Wenn das jemand sieht, wenn das hier auf Kamera landet, dann sind wir richtig am Arsch. Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Atzenkalle. Ich will nicht dran, dass sie anfangen, dich auszubuhen. Kraftclub will nicht nach Berlin, das solltest du auch tun. Das kannst du nicht machen, du Hurensohn. Du willst nach Berlin, ja komm an, du bist zugezogen. Man kennt mich unter anderem von dieser Location hier. Das hier ist der gute alte Calabash Club. Da war Rap am Mittwoch in der ersten und zweiten Saison. Und wir gehen jetzt einfach mal dahin, ohne zu fragen. Guck mal, Chefkoch liebt dich. Das waren Sticker, die hat er mir damals auch immer aufgezwungen. Das war wirklich 2010. Ich habe zufällig davon erfahren durch meinen Kumpel Matze von meinrap.de. Das war noch ganz klein, da waren noch mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne quasi. Da hatten wir schon ein bisschen Bedenken, dass sich das nicht rechnen wird so. Und dass es dann stirbt. Und dann sind wir aber gerne wiedergekommen, weil wir einmal Liquid Walker in der Crowd gesehen haben. Und beim zweiten Mal hat er dann auch auf der Bühne gerappt. Und das war dann schon immer so ein Highlight. Yeah, wir greifen alle nach den gleichen Sternen. Und doch sind sie für jeden von uns so weit entfernt. Ich bleib mit Stolz bei der Sache. Der Deutsche, der Deutschrap-Kanacke. Da haben mich auch meine Freunde dann immer bestärkt und meinten so, ja, mach doch jetzt auch mal mit, dann haben wir auch mal was zu lachen und so, ja. Und dann war mein Ziel am Anfang einmal da auf der Bühne stehen, wenigstens bei 1, 2 Menschen oder so vielleicht einen relativ positiven Eindruck zu hinterlassen. Es ist mir dann erstmal nicht so ganz gelungen. Diese Aufnahmen sind aber verschwunden. Menschen in U-Bahn. Das ist wie Kino. Wunderschön in Berlin. Warum rap ich? Frage ich mich auch manchmal. Das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, fit zu bleiben, mental fit zu bleiben, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Was mir persönlich ja immer sehr wichtig ist, ist, dass man das, was man da erzählt, dass das irgendwie mit einem gewissen persönlichen Charme oder einer persönlichen Note rüberkommt. Ja Mann, ich stehe für Saufen, Kiffen, auf den Tischen, Frauen ficken, sprich für Party am Mic. Du bist ein veganer Öko und stehst für naturgebundene Nachhaltigkeit. Hinter der Bühne ist alles immer sehr entspannt so. Also man wirklich, sobald das Battle zu Ende ist, geht man eigentlich zum anderen hin und sagt, du miese Ratte mit der Einline da und so. Also ich finde das sehr wichtig, dass man wirklich dabei bleibt, das als Sport anzusehen. Heute warst du besser, heute war ich besser. So, das ist immer unterschiedlich, das hängt immer von der Tagesform ab. Es gibt Tage, da kommen dir halt gute Ideen und es gibt Tage, da läuft alles scheiße, auch wenn du gute Ideen schon vorher hattest. Alles, was da gesagt wird auf der Bühne, ist nie so krass gemeint. Und du bist leider nur ein Penner, der leider Zeit hat, um Raps zu schreiben. Lass deine Battle-Zeilen besser bleiben, ich fetz dich live in 60 Teile, opfer meine beste Zeit, denn ich könnte es gerade genauso gut mit deiner Schwester treiben. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich einen Reim finde. So. Ich habe früher immer, als kleines Kind fand ich Reime immer lustig. Ich habe auch immer deutsche Texte von deutschen Liedern gehört. So kommt man dann irgendwann dazu, dass man das selber auch probiert. So. Und dann ist man natürlich am Anfang total wack. Und dann ist natürlich wieder ein Grund da zu rappen. Warum rappe ich? Na, um besser zu werden beim Rappen. So. Also das ist so ein Teufelskreis. Man kann nie perfekt sein. Hallo, willkommen in Berlin, Jungs. Na, sehen nicht so begeistert aus. Was ist denn eigentlich für dich ein echter Berliner? Also für mich echt Berlin ist, wenn man in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Ich bin ja leider nur in Berlin geboren, aufgewachsen dann am Rand. Deswegen bin ich jetzt nicht so der krasseste Berliner. Die Berliner sind unfreundlich und rücksichtslos, ruppig und rechthaberisch. Ruppig und rechthaberisch. Der Berliner wird auch immer sehr schnell unfreundlich, wenn man nicht auf den Punkt kommt. Ein guter Berliner kann alles haten. Fabriksgebouwen. Dat is al later tot Woningen umgebaut. Ich verstehe kein Wort, aber ich mag es immer sehr, sich zu den Touri-Gruppen zu stellen, weil da fährt man viel über die Stadt. Ja, sicherlich, dicker Fips. Ich nehme darauf Rücksicht, du Opfer. Ah, nee, warte mal. Ich fick deine Mutter und dann fick ich sie nochmal. Was ist eigentlich für eine Kassette, die du hast? Ja, das ist das goldene Atzenkalle-Tape, was früher oder später irgendwann mal rauskommen soll. Also ein paar Songs auf Kassette aufnehmen einfach. Ich bin ja leider so jung,
dass ich diese guten alten Zeiten gar nicht live miterlebt habe. Auch gerne mal so unter der Hand CDs verkaufen und so, das würde ich auch gerne mal machen. Aus dem Kofferraum raus, richtig oldschool. Einfach die Oldschool nochmal wiederholen, als wäre man sitzen geblieben. Sieht nicht gut aus? Also Leute, das war das Porträt über mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht könnt ihr ja, wenn ihr richtig cool seid, mal wirklich richtig gute Punchlines in die Kommentare unter diesem Video schreiben. Also den besten davon, den schreibe ich persönlich an und dann gehen wir mal ein Bierchen trinken oder so. Ich stehe da zu meinem Wort, ja. Ich mache das wirklich. Also denkt euch sehr gute Punchlines aus, dann habt ihr die Chance auf ein Bierchen mit mir und dann können wir mal schön über die Punchlines schnacken, ne? Abonniert den Channel von Enter Berlin, die machen sehr gute Porträts über sehr gute Künstler und das sollte man sich nicht entgehen lassen, da erfährt man schlaue Dinge.